Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: neuer Patch für Tempest Rising lässt weiter die W-Tiefe missen, Fallout New Vegas Remake jetzt faktisch bestätigt, Urbex City Builder fast geschenkt, Entwicklungsupdate zu The First Explorers, Assassin's Creed Black Flag Remake jetzt offiziell, Powerplay ist der nächste gute Command & Conquer Klon und They Are Billions 2 mehr oder weniger angekündigt. Also schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Heute möchte ich euch hier den Urbex City Builder empfehlen, den ich euch gleich noch genauer vorstelle. Mit jedem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Hello and welcome to Tempest Rising. Ehrlich gesagt irritiert mich Tempest Rising schon wieder. Da hat man großspurig nach langem Hin und Her endlich die Veti als dritte spielbare Fraktion im Spiel, die soweit mir bekannt auch ganz gut funktioniert hat, und beendet das Thema dann schon wieder nach 2 Wochen angeblichem sehr erfolgreichen Beta-Test Mitte Dezember erneut. Seither Funkstille. Also auf was wartet man hier eigentlich? Jedenfalls erscheint kommende Woche, genau gesagt am 10. März, ein neuer größerer Patch für den Command & Conquer Erben. Mal davon ab, dass sich auch dieser Patch zum Thema Veti komplett ausschweigt, setzt das Update die Ranked Multiplayer Ladder zurück, ergänzt neue Fraktions- und Rangmedaillensymbole und lässt euch auf Wunsch die Out-of-Focus-Sounds deaktivieren. Neben neuen Hotkeys wurden auch Balance-Änderungen vorgenommen, was sicher alles nett ist und wir gerne mitnehmen. Aber die PR um Tempest Rising ist und bleibt einfach ein Desaster. Canada and Western Europe. The GDF are specialists in peacekeeping and information warfare. Ein Remaster zu Fallout New Vegas kommt. Zumindest gibt es nicht mehr viel Spielraum, den LinkedIn-Post von Iron Galaxy anders zu interpretieren, in welchem das Spiel klar zu sehen ist. Die Iron Galaxy Studios sind auf Remakes und Remasters spezialisiert und haben in der Vergangenheit auch schon mit an Fallout 76 gearbeitet. Nachdem der Post schlussendlich über Reddit und Co. seine Runden gemacht hatte, sah sich Iron Galaxy dann aber genötigt, auf die Bremse zu treten, ohne natürlich das Spiel auszuschließen. Man habe aktuell noch nichts anzukündigen. Streng genommen ist das auch nicht deren Job, sondern wird irgendwann von Bethesda selbst erledigt werden. Sei es drum, das Zeitfenster, das Spiel super passend während der 2. Staffel von Fallout anzukündigen, haben sie jedenfalls klar verpasst. Truth is, the game was rigged from the start. Mit dem Urbex City Builder ist 2022 ein spannender SimCity-Klon in Voxel-Optik erschienen, der seine Sache laut sehr guten Steam-Rezessionen auch ordentlich macht. Im Spiel baut ihr klassisch auf prozedural generierten Karten Städte auf und versorgt die Einwohner mit über 30 Ressourcen wie Nahrung, Bildung und Energie. Eine komplexe Verkehrssimulation wie in City Skylines gibt es zwar nicht, auch wenn in gemilderter Form enthalten, macht das Ganze dadurch aber auch viel einsteigerfreundlicher, da es hinten raus nicht zu überkomplex wird. Wer einen Citybuilder zum gemütlichen Bauen und Abschalten sucht, ist hier genau richtig und muss dafür auch nicht tief in die Tasche greifen, denn den Urbex City Builder gibt es bei Instant Gaming schon ab 1,25 € bzw. 1,50 € mit Mehrwertsteuer und kann damit uneingeschränkt von mir empfohlen werden. Link oben im i sowie in der Videobeschreibung. Viel Spaß!
Weiter geht's mit dem sehnsüchtig erwarteten The First Explorers. Aber hey, eine mögliche Demo in diesem Jahr ist immer noch auf dem Tisch. Im Februar ist ein Mann-Dev, Sebastian Buchwald, wieder gut vorangekommen und hat sich diesmal vor allem auf die Kampf- und Einheitenlogik fokussiert. Also im Grunde ein sehr wichtiges Thema in einem Siedler-RTS, von welcher wir wiederum noch sehr wenig gesehen haben. So konnte er zum Beispiel den Bewegen- und Angriffsbefehl implementieren, damit Gegner beim Vorrücken automatisch angegriffen werden. Außerdem gibt es jetzt einen Schadensbonus für Einheiten auf Anhöhen, die von dort oben zusätzlich besser gegen Gegenfeuer, also tendenziell Bogenschützen, geschützt sind. Außerdem lassen sich jetzt mit gedrückter Shift-Taste nach und nach mehrere Positionen anklicken, die dann von den Einheiten automatisch in dieser Reihenfolge abgeklappert werden. Darüber hinaus bewegen sich stationierte Soldaten intelligent zum Tor des Gebäudes, um dieses im Angriffsfall zu verteidigen. Und es gibt für die wenigen Alpha-Tester wohl eine Map, um genau diese Sachverhalte auf Herz und Nieren zu testen. Für zahlende Patreon-Abonnenten gibt es das Ganze auch in Videoform zu bewundern, beziehungsweise das ist die Möglichkeit, das letzte verbleibende spannende Siedler-Projekt aktiv zu unterstützen. Sebastian ist dieses Jahr im November wieder auf der Zocker-Lounge LAN in Frankfurt am Main am Start. Wer noch gerne mit möchte, aktuell haben wir noch 14 Plätze frei. Alle Infos zur Luxus-LAN-Party findet ihr wie gehabt unter www.zocker-lounge.com/event oder noch besser bei uns auf dem Zocker-Lounge Discord. Auf geht's, anmelden! Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Captain euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei. Es ist im Grunde keine große Überraschung und wurde schon vor Jahren korrekt geleakt. Aber jetzt ist es immerhin endgültig offiziell bestätigt, dass Assassin's Creed 4 Black Flag mit der sogenannten Resynced Edition ein Remake spendiert bekommt und ihr somit bald wieder als Piratenassassine in See stechen dürft. Black Flag war im Grunde die Vorlage für das peinliche 4x super, hyper, perfekte, aber zu Recht gnadenlos gefloppte Skull and Bones, was auch daran lag, dass Black Flag, obwohl es schon Jahre vorher erschien, seine Sache bei weitem besser machte und auch viel tiefere Seefahrermechaniken besaß. Bis auf ein offizielles Artwork haben wir zum Spiel aber noch nichts gesehen. Auch hat Ubisoft noch nicht verraten, was im Remake jetzt genau besser sein wird und wann das Spiel schließlich auf den Markt kommen soll. Man kann aber wohl noch mit 2026 rechnen. Beute und Abenteuer aus. Ist Captain Edward Kenway euer Mann? Doch Finger weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage. Mit Powerplay entsteht aktuell ein weiterer Command & Conquer-Klon, welcher aber auch eine Spur Factorio samt Förderbänder in die Mixtur gießt. Das Ganze macht einen ordentlichen Eindruck, ich muss aber gestehen, dass ich mich aus Zeitmangel noch nicht näher damit beschäftigt habe. Ich habe es trotzdem mal direkt in diese News mit reingepackt, da diese Woche eine Demo zum Antesten erschienen ist und da das Ding nicht schlecht aussieht. Gerne mal in die Kommentare, ob die Demo Spaß macht, könnte ja durchaus spannend sein. We will never know what happened. It was more than 2 centuries ago when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. Zum Abschluss können wir dann endlich mal wieder über They Are Billions reden, zu dem es die letzten Jahre beängstigend ruhig geworden ist. Denn im Zuge des Nintendo Switch 2 Ports gab es erstmals seit 6 Jahren wieder ein Lebenszeichen der Devs. So habe man in den vergangenen Jahren an 3 neuen Prototypen für neue Spiele gearbeitet, die aber alle nichts mit They Are Billions zu tun haben. Man sei ja aber noch nicht so weit, irgendwas ankündigen zu können. Spannender ist da dann aber, was sie zum They Are Billions Franchise zu sagen haben. So arbeitet man gerade aktiv an einem Projekt rund um They Are Billions, welches man in Kürze vorstellen möchte, was aber kein Videospiel ist. Zusätzlich prüft man aktuell, den ersten Teil nach all den Jahren in Form von DLC-Content zu erweitern,
da man wohl beim Nintendo Switch 2 Port erneut Blut geleckt hat. Und noch viel interessanter, das Ganze auch mit einer Fortsetzung zu tun. Und dieser Beisatz könnte es doch durchaus in sich haben. Player Billions 2 wäre zumindest ein Spiel, welches ich blind Day One kaufen würde. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. In diesem Sinne, schönes Restwochenende euch. Und kommende Woche schauen wir uns dann hier unter anderem den ersten Pioneers of Pagonia Deko DLC genauer an.